Ostern fühlt sich im Garten oft wie ein kleiner Startschuss an. Die Tage werden heller und die ersten Blüten zeigen sich. Plötzlich wächst dieses Gefühl, dass jetzt endlich alles beginnen kann. Man möchte raus, etwas schön machen, dekorieren, pflanzen und dem Garten wieder Leben geben. Genau das ist auch verständlich. Nach den grauen Monaten zieht es viele wieder nach draußen. Und trotzdem passieren gerade rund um Ostern oft Fehler, die später unnötig Arbeit machen oder Pflanzen schwächen, obwohl man es eigentlich nur gut gemeint hat. Denn der Garten folgt nicht dem Kalender allein. Er folgt dem Wetter, dem Boden und seinem eigenen Rhythmus. In diesem Video schauen wir uns 5 typische Osterfehler im Garten an, damit dein Garten gesund und schön in den Frühling starten kann. Der erste Fehler: Sobald ein paar milde Tage kommen, werden empfindliche Pflanzen nach draußen gestellt. Man sieht Sonne und denkt, jetzt geht es los. Gerade Kräuter oder mediterrane Töpfe landen dann oft schon dauerhaft draußen. Tagsüber wirkt das auch völlig richtig. Alles sieht freundlich aus. Das Problem kommt häufig erst in der Nacht. Rund um Ostern kann es nachts immer noch deutlich kühler werden, als man vermutet hätte. Die Folge sieht man oft erst später. Blätter hängen plötzlich, junge Triebe wirken weich oder das Wachstum stockt. Die Pflanzen sind diese Temperaturschwankungen nicht gewöhnt. Deshalb ist es oft klüger, sie langsam zu gewöhnen, tagsüber an einen geschützten Platz, nachts notfalls noch einmal rein. Der zweite typische Osterfehler hat mit Dekoration zu tun. Ein Kranz an der Tür oder bepflanzte Körbe mit Narzissen können wunderbar aussehen. Aber oft wird Deko einfach dort hingestellt, wo sie hübsch wirkt, ohne auf den Standort zu achten. Manche Arrangements stehen zu dunkel, andere zu nass. Besonders kleine Gefäße mit wenig Erde sind empfindlich. In der prallen Sonne trocknen sie in kürzester Zeit komplett aus. Dazu kommt, dass dekorative Gefäße oft keine Abflusslöcher haben. Wasser kann nicht ablaufen und die Wurzeln stehen im Wasser. Was als schöner Frühlingsakzent gedacht war, wirkt dann nach wenigen Tagen schon müde. Achte also immer auf die Bedürfnisse der Pflanzen, auch bei der Deko. Und das liegt oft nicht an der Pflanze selbst, sondern an der Art, wie sie platziert wurde. Gerade im Frühlingsgarten ist es sinnvoll, Deko nicht nur nach Optik zu beurteilen, sondern zu überlegen, ob das Ganze im Alltag wirklich funktionieren kann. Dann bleibt es nicht nur für den Moment schön, sondern wirkt auch nach Ostern noch stimmig und lebendig. Gerade bei saisonaler Dekoration passiert außerdem noch etwas anderes. Viele Arrangements werden eher für den ersten Eindruck als für die nächsten Tage zusammengestellt. Man sieht die Farben, das Moos, die Schleifen oder die hübsch bepflanzten Schalen und denkt sofort, genau das bringt jetzt Frühlingsstimmung. Und ja, das stimmt oft auch. Nur zeigt sich der eigentliche Test eben nicht beim Hinstellen, sondern ein paar Tage später im Alltag. Dann kommt vielleicht Wind dazu, eine kühle Nacht, starke Mittagssonne oder ein Regenschauer. Manche Materialien trocknen zu schnell aus, andere speichern zu viel Feuchtigkeit und wieder andere nehmen den Pflanzen Licht oder Luft. Besonders dann, wenn mehrere Elemente auf engem Raum zusammenkommen, wird aus einer schönen Idee schnell ein kleines Pflegeproblem. Deshalb hilft es oft, Osterdeko kurz wie ein kleines Gartenprojekt zu betrachten. Einfach mit einem ruhigen zweiten Blick. Was braucht die Pflanze wirklich? Wie verändert sich der Platz im Laufe des Tages? Und wirkt das Arrangement auch noch stimmig, wenn Ostern vorbei ist? Genau diese Fragen machen aus einer hübschen Dekoration oft etwas Dauerhaftes, das sich wirklich gut in den Garten einfügt. Der dritte Fehler betrifft Frühlingsblüher im Topf. Primeln, Narzissen, Hyazinthen oder kleine Mischpflanzungen, die sofort freundlich aussehen. Diese Pflanzen landen oft in hübschen Schalen und werden dann entweder zu wenig oder zu viel gegossen. Beides passiert ständig. Kleine Gefäße trocknen bei Sonne oder Wind überraschend schnell aus. Gleichzeitig bleibt in geschlossenen Gefäßen Wasser oft viel zu lange stehen. Beides stresst die Pflanzen. Erst hängen einzelne Blüten, dann verlieren die Blätter an Spannung und plötzlich sieht alles nicht mehr frisch aus. Dabei brauchen viele Frühlingsblüher nur etwas Aufmerksamkeit und vor allem Balance. Nicht austrocknen lassen, aber auch nicht dauerhaft nass halten. Ein Gefäß mit Ablauf, etwas Raum für die Wurzeln und angepasstes Gießen machen hier oft schon den ganzen Unterschied. Der vierte Fehler ist ein Klassiker: alles zu früh komplett aufräumen. Rund um Ostern kommt oft dieser Impuls,
Jetzt müsse alles ordentlich werden. Altes Laub weg, trockene Stängel raus, Beete glätten, jede Ecke sauber ziehen. Das sieht im ersten Moment natürlich gut aus, aber der Übergang vom Winter in den Frühling ist keine Phase, in der der Garten sofort geschniegelt sein muss. Viele trockene Stängel, ruhige Ecken, lockere Pflanzenreste oder etwas liegen gebliebenes Laub sind in dieser Zeit noch Teil des natürlichen Gleichgewichts. Wer zu früh alles entfernt, nimmt dem Garten oft genau die Struktur, die er noch braucht. Nicht alles, was unordentlich aussieht, ist auch wirklich störend. Und nicht alles, was aufgeräumt aussieht, ist automatisch gut. Natürlich soll der Garten nicht verwildern, es geht nicht darum, alles liegen zu lassen. Aber es lohnt sich, etwas sanfter vorzugehen. Erst beobachten, dann nach und nach eingreifen. Oft ist diese ruhige Zwischenphase deutlich besser, als sofort mit voller Ordnungskraft durchzugehen. Der Garten braucht im Frühling nicht Härte, er braucht Gefühl. Und dann kommt noch der 5. Fehler, der oft schon vor dem eigentlichen Pflanzen beginnt. Im Gartencenter nur nach Gefühl kaufen. Gerade rund um Ostern ist das Angebot besonders verführerisch. Überall Farbe, Blüten, schöne Arrangements, frische Töpfe und diese typische Stimmung. Nimm mich mit, dann wird dein Garten sofort schöner. Das ist auch genau der Punkt, an dem viele Spontankäufe entstehen. Man sieht etwas, das gefällt und denkt erst später darüber nach, ob es überhaupt zum eigenen Garten passt. Dabei geht es nicht nur um Sonne. Es geht auch darum, wie pflegeleicht eine Pflanze ist, wie empfindlich sie reagiert und ob sie wirklich zu Haushalt, Standort und Alltag passt. Gerade wenn Kinder, Hunde oder Katzen im Haushalt leben, sollte dieser zweite Blick immer dazugehören. Viele Pflanzen werden vor allem über ihre Optik verkauft, nicht über ihre Wirkung im Alltag. Genau deshalb lohnt sich ein kurzer Sicherheitscheck fast immer. Passt die Pflanze an diesen Ort? Kommt sie mit dem vorhandenen Licht zurecht? Braucht sie viel Wasser oder eher wenig? Ist sie unproblematisch? Manchmal reichen wenige Sekunden, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Und genau diese kleinen Entscheidungen machen später oft den Unterschied zwischen Freude und Ärger aus. Vielleicht ist genau das der wichtigste Gedanke bei all diesen Osterfehlern. Sie entstehen fast nie aus Gleichgültigkeit. Sie entstehen, weil man es schön machen möchte, weil man den Frühling spürt, weil man endlich wieder Lust auf Garten hat. Und genau deshalb ist es auch kein Problem, solche Fehler zu machen. Wichtig ist nur, sie zu erkennen. Denn oft braucht der Garten nicht noch mehr Aktion. Er braucht eher Ruhe, Beobachtung und ein gutes Gefühl für Timing. Gerade rund um Ostern wirkt vieles schon wie voller Frühling. Aber nicht alles ist schon so stabil, wie es aussieht. Wenn du empfindliche Pflanzen nicht zu früh rausstellst, Deko passend platzierst, Frühlingsblüher ausgewogen gießt und beim Aufräumen sanfter vorgehst und im Gartencenter bewusster auswählst, dann gibst du deinem Garten genau das, was er jetzt am meisten braucht. Keine Hektik, kein Übertreiben, sondern einen ruhigen, gesunden Start in die neue Saison. Ostern ist eine schöne Zeit für den Garten, aber oft ist sie eben nicht der Moment für maximale Eile, sondern für kluge, kleine Entscheidungen. Und manchmal entsteht ein schöner Garten genau dann, wenn man nicht alles sofort macht, sondern das Richtige im richtigen Moment. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.